Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Uwe von Metabo. Genau, und wir schauen uns heute die neuen Bohrhämmer von Metabo an. Und vor allem werden wir uns die 4 Kilo Klasse heute mal richtig vornehmen. Und wir klären auf, warum zum Teufel kann Metabo nicht bohren? Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Wir haben heute den Uwe da von Metabo. Ich freue mich richtig doll, dass du mal bei uns im Studio bist. Ja. Und wir schauen uns heute den neuen Bohrhammer an und vor allem auch, warum der hier einfach nicht bohren kann. Wirklich verrückt eigentlich, weil ich habe vorher gefragt, sag mal, wunderschöner Bohrhammer, sagt er, naja, das hier ist aber eigentlich nicht zum Bohren gedacht. Und ich sage, was ist das denn hier? Ja? Aber was ich interessant finde ist, ein Bohrhammer ist ja nicht einfach nur so ein Gerät, dreht sich und macht ein Loch, sondern da ist heutzutage echt Hightech drin. Und wir müssen auch darüber sprechen, was ist der richtige Akku, wie kann man es am besten absaugen und so weiter und so fort. Also das Video ist für alle, die wirklich so die Kleinigkeiten und die Unterschiede vor allem wissen wollen und was ist bei dem Gerät dann eigentlich neu. Denn wir haben ja hier den ganz neuen, wie heißt der eigentlich? Ja, es kommt darauf an, welches Modell. Das ist jetzt zum Beispiel der KH18 LTX BL und dann kommt noch die Zahl 35. Also Test bestanden, ich kann mir das nie auswendig lernen oder auswendig merken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch sowas merken könnt. Wunderschön. Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied? Das sind eigentlich dieselben Bohrhämmer, nur einmal mit Akku, einmal mit Kabel. Hier habt ihr quasi das Kabel abgeschnitten und dann Akku rangesteckt. Genau, mehr oder weniger. Gucke, so einfach ist das bei Metabo. Ja. Nein, Spaß, so einfach ist es natürlich nicht. Aber im Grunde sind die 3 Geräte erstmal im Wesentlichen baugleich. Leistungstechnisch gleich. Unterschied ist wirklich, wie du gesagt hast, einer hat ein Kabel, der andere eben nicht. Und der andere ist eben der nicht bohren kann und das ist halt ein reiner Meißelhammer. Wichtig ist erst einmal zu sagen, die Basisdaten der Geräte. Wir haben hier ein Gerät in der 4 Kilo Klasse. Mit wie viel Joule? 4,2. Ja, also 4,2 Joule Schlagenergie, was schon ordentlich ist, was eigentlich, ich sage bei mir persönlich immer, das ist so der Sweet Spot dazu. Ja? Der hat nicht zu viel Leistung, wird also zu schwer, zu groß, auch nicht zu wenig. Damit kannst du, sag mal, wahrscheinlich 90% aller normalen Arbeiten machen. Normal ist immer die Frage, was ist normal, ohne Frage. Und du hast eigentlich ein sehr, sehr tolles Gerät, wahrscheinlich, werden wir gleich sehen. Wir werden ja auch damit bohren. Und ich würde erstmal vorschlagen, wir gucken mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen 3 Geräten. Denn wir müssen wirklich sagen, das hier ist ein Spezialist, ja, der eben nicht bohren kann. Und natürlich kann Metabo per se schon bohren, aber was ist an dem jetzt anders? Und dann machen wir Folgendes, wir stellen den hier mal ganz kurz zur Seite, oder die beiden zur Seite und schauen uns mal wirklich an dem an, was ist hier anders? Also es ist ein reiner Meißelhammer, somit hast du die Drehbewegung weg. Du kannst natürlich den Meißel, die Position dementsprechend einstellen, das ist wichtig beim Flachmeißel. Aber es gibt eben Endanwender, die sagen, hey, ich brauche einen Bohrhammer, der soll eben nur meißeln, der soll für diese Anwendung eingesetzt werden. Er ist natürlich auch von der Technik einfacher gestrickt, im Getriebe, im Schlagwerk. Somit sagen die, nee, ich hätte gern einen reinen Meißelhammer. Der könnte genauso auch einen Kombihammer nehmen, aber es gibt einfach Endanwender und der Kunde ist König. Ja, wir sehen ja hier an der Stelle wirklich, ich kann es einfach nur von A und B einstellen. Neutral wird wahrscheinlich sein, dass ich die Position einstellen kann. Ja. Hier dann einmal rüber, dann geht's los und das war's. Mehr kann der nicht. Das heißt also in dem Moment, wenn du sagst, dass du wirklich eine Arbeit hast, wo du vor allem meißeln, den ganzen Tag morgens bis abends durchmeißeln, dann ist das Gerät. Ich meine, natürlich, und darüber haben wir uns am Anfang mal ausgetauscht, bevor das Video startet, habe ich gesagt, das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dieses Gerät zu kaufen, weil warum zum Teufel sollte man das tun? Ich will doch immer eher den kaufen, aber dein Argument fand ich ganz gut. Dass du einfach sagst, naja, das reduziert natürlich auch die Unfallgefahr. Das heißt, wenn ich so einen Flachmeißel drin habe, ja, dort einsetze, dann könnte ich bei dem theoretisch auch das falsch bedienen, das falsch einstellen, dann passieren so Dinge, kann man hier eben nicht. Nee. Ja, insofern schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, ob ihr wirklich dieses Gerät gebrauchen könnt, beziehungsweise ob ihr sagt, eigentlich eine Überlegung wert. Würde mich super interessieren. Das gibt es aber nicht im Akkubereich, richtig? Nein. Weil ihr auch sagt, wer das Ding hat, arbeitet den ganzen Tag durch.
Um das geht's, Laufzeit, ja. Und der wird wahrscheinlich dann Kabel nehmen. Ja. Okay. Okay, dann lass uns den mal zur Seite nehmen. Als Spezialisten legen wir zur Seite. Ihr wisst jetzt, warum Metabo nicht bohren kann. Also der hier zum Beispiel. Die beiden können es aber. Und wie? Wichtig ist, das, was du uns erklärst, ist bei beiden absolut identisch. Korrekt, ja. Okay. Das heißt, ihr könnt entscheiden, Kabel oder Akku. Du selbst bist Team? Immer Akku. Immer Akku. Ich weiß, dass viele von euch das ja hart diskutieren. Ja, Kabel und so weiter und so fort. Was sagst du denn zu dieser Diskussion, zu dieser Grunddiskussion, Kabel oder Akku? Es ist schon ein Thema, man hat jahrelang mit Kabel gebohrt oder gearbeitet und es ist natürlich schon schwer, auch der Akkutechnik zu glauben, dass die Leistung dann da ist. Aber ich glaube, derjenige, der es schon mal einmal getestet hat, auch speziell mit solchen leistungsfähigen Geräten und mit dem richtigen Akkupack, ja, dann geht da was. Also es ist heutzutage nicht mehr notwendig, speziell bei Bohrhammer. Ein Bohrhammer braucht nicht viel Energie, er braucht ja kein Drehmoment im Endeffekt. Absolut. Somit ist es absolut gar kein Thema. Ja. Also um das auch wirklich nochmal aufzuräumen, Drehzahl gleich, Schlagenergie gleich, Schlagenergie gleich, Ja. einzusetzende Bohrer gleich, einzusetzende Bohrer gleich. Das heißt, der einzige Unterschied ist einfach nur, wie lange hält der Akku oder stört es dich, dass du irgendwann mal nach diversen Bohrungen den Akku tauschen musst. Genau. Und ganz ehrlich, hast du halt einen zweiten Akku, ja, wo ist das Problem? Und wenn du auf der Baustelle bist, und viele denken immer, ich bin nie auf der Baustelle und ich bohre auch nie irgendwo, tue ich schon, dann ist es bei mir so, wenn kein Kabel da ist, bin ich immer schon voll happy. Ja? Ich finde es ja auch von der Arbeitsgeschwindigkeit her. Total. Ja. Zack, nehmen, überall Genau. bohren, machen, tun, nicht nachziehen. Ja? Also deswegen ist so, ich verstehe es nicht. Und ich glaube, der Professional wird wahrscheinlich sogar eher, weil er es schon ausprobiert hat, den Akku nehmen. Ja. Wiederum, ja. Ja, und es geht schneller, schnell ist gut. Genau. Absolut. Okay, dann ihr schreibt auch gerne in die Kommentare, was ist euch lieber, würde mich super interessieren. Schade, dass es bei YouTube keine Abstimmungsfunktion gibt, ja, so Team A, Team B, schade. Ja, wäre schön. Okay, dann erklären Sie mal wirklich mal das Gerät. Was ist daran besonders, was ist anders? Also erstmal ist es ein Kombihammer, somit kann ich Hammer bohren, ich kann meißeln und habe eben auch genauso die Neutralstellung wie der Meißelhammer. Er hat dann ein SDS Plus Bohrfutter, das ist unser größter SDS Plus Bohrhammer, den wir im Programm haben. Das kann man erstmal für den Zuschauer kann man sehen, wir haben hier einfach, hier haben wir nur das Hammerwerk oder das nur Schlagen. Nur das Schlagwerk, genau. Hier, Moment, hier ist so, stelle ich auf neutral. Dann habe ich hier ein Wechselbohrfutter. Genau. Ja, also nach rechts drehen und dann zu dir. Und somit, bei dir liegt es, genau, das Schnellspannbohrfutter. Natürlich ist die Anwendung nicht tagtäglich, das wissen wir auch. Ja. Trotz alledem hast du eben, gerade im Fertigbauhaus, du hast eine Betonplatte, da sitzt du deine Holzkonstruktion drauf und dann hast du eben oft auch noch die Anwendung im Schlangenbohrer zu arbeiten. Ist hier eine schöne, geile Alternative, ohne eben den Akkubohrschrauber um die Ecke zu holen. Anwendung würde ich hier sagen, allgemein bei Bauhammer 90% Hammerbohren. Klar, ohne Frage. Hast aber eine Alternative auch zum normalen Bohren. Für euch nochmal die wichtige Information. Das Teil hier hat natürlich zwei verschiedene Funktionen. Nummer eins, du kannst hier ganz normal Rundschaft einsetzen. Ja, also Rundschaft, ganz klassisch, wie du es kennst. Und es nimmt die Schlagfunktion. Das heißt, die Schlagfunktion ist jetzt weg. Ja, und ich kann auch mit dem Schlangenbohrer arbeiten. Sonst würde ich den Schlangenbohrer irgendwie... Das ist ein Riesenthema. Gut, dass du das sagst, weil wenn du hier drauf guckst, suchen viele das normale Bohren. Absolut. Und das ist ja nicht da. Und wer so einen Bohrhammer kennt innen drin, wie das funktioniert, der weiß, der Schläger arbeitet nur, wenn ich Druck ausübe. Das kennt vielleicht jeder, der damit gearbeitet hat, vielleicht im Winter, dass ich viel Druck ausüben muss, bis das Schlagwerk mal arbeitet. Das heißt, ich muss den Schläger aus so einem Fänger rausdrücken. Genau. Und wenn dieses Bohrfutter drauf ist, hängt der Schläger im Fänger drin, der arbeitet eigentlich gar nicht. Man hört zwar, dass das Schlagwerk ein bisschen arbeiten, aber er zerschlägt eben nicht den Bohrfutter oder den Schlangenbohrer. Also mit Genau. Deswegen viele sagen, ja, Rundschaft brauche ich doch gar nicht, aber eben für solche Anwendungen, da funktioniert das. Ja. Und nochmal ganz wichtig, ein großer Schlangenbohrer, da brauchst du nicht immer einen Akkuschrauber, ja, das geht auch damit. Und dieser Bohrhammer hat ja im Grunde auch wichtige Funktionen, die dich auch beim Arbeiten mit zum Beispiel so einem Schlangenbohrer schützen, nämlich, dass du eben einen Rückschlagschutz hast. Ja, aber das ist natürlich beim Bohren mit großen Bohrern auch wichtig. Lass uns mal drüber sprechen, weil du hast vorhin gesagt, oder du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast sogar zwei verschiedene Funktionen
Funktionen, um den Anwender zu schützen. Was genau macht das Gerät? Einerseits haben wir eine sogenannte Rasterkupplung da drin. Das kann man sich vorstellen wie so eine Rutschkupplung, ja? So eine Verzahnung, die auseinanderspringen kann und dann übereinander so herhüpfen kann. Das ist eine Mechanik, hat riesen Vorteile einerseits für den Endanwender, ja, dass er, ich sage immer, den Hubschrauber nicht um die Maschine macht. Ja. Und natürlich auch das Thema Maschine. Ja, man muss immer überlegen, solche extreme Momente, die da auf das Gerät kommen, das ist natürlich auch für das Gerät genial, wenn diese Drehmomente, diese Kräfte irgendwo hingehen können und die gehen dann eben in die Kupplung. Das heißt aber jetzt von der Erklärung nochmal. Ich habe diese Kupplung und du verkantest. In dem Moment springt die auseinander, das Gerät läuft erstmal weiter oder es sorgt dafür, dass das Gerät weiterläuft, aber du eben dich nicht umdrehst. Ja? Also dass dein Handgelenk und dein Arm geschützt wird. Dich selber willst du wahrscheinlich nicht rausheben, aber das ist natürlich wunderbar, um dich nicht zu verletzen. Ja. Gerade bei großen Durchmessern, wenn du auf irgendwas stößt, irgendwas kommst oder selber verkantest, dann hilft dir die Maschine dabei. Ja. Und das finde ich super, super wichtig. Gerade Beton, du hast halt Armierung drin. Und wie es der Teufel immer so will, ja, du kommst immer nie auf die Mitte der Armierung, sondern irgendwie seitlich und dann verhakt es halt, logischerweise. Ja. Okay, und die zweite Option ist, oder die zweite Stufe, kann man eigentlich von Stufen sprechen? Nee, die zweite Funktion, wie man es auch ausdrücken mag, wir haben uns jetzt nicht nur auf diese Mechanik verlassen, sondern haben einen sogenannten Gyrosensor da drin. Das heißt, man kennt den vielleicht von Akkubohrschraubern. Genau. Man arbeitet mit so einem Gerät, auch mit dem Akkubohrschrauber, natürlich immer mit zwei Händen. Das machst du, das mache ich, klar, das macht jeder. Ein Bohrhammer hat das Riesenproblem, du hast ja keinen Drehmoment. Das Gerät läuft ja von alleine in den Beton rein. Und wenn es aber dann mal hakt, dann gute Nacht. Absolut. Und viele arbeiten eben mit einer Hand, weil es geht einfach, es läuft ja vor sich hin. Und dann, wenn es dann verhakt, dann wäre die Hand nicht in der Lage, die eine Hand nicht in der Lage, diese mechanische Kupplung zu halten, keine Chance. Und deshalb sitzt dieser Gyrosensor drin. Wenn es da ein bisschen verhakt, dann sagt er, hey, ich bleib stehen, ich schalte ab. Wir blenden euch das mal ein. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das geht. Also wirklich in dem Moment, wenn du zack verhakst, das ist so eine Millisekunde. Das ist ja nicht mal, dass es eine große Bewegung gibt, sondern das ist eine ganz kleine Bewegung, ganz kleiner Zack. Der Gyrosensor sagt, oh, Moment, ja, hier stimmt was nicht. Das Gerät piept ganz kurz, zeigt es ja auch an und dann war's das. Ja, genau. Und gibt es die Möglichkeit nicht, diese Funktion auszuschalten oder macht das Sinn, das auszuschalten? Weil die Fragen kommen sehr häufig. Ja. Wenn es nicht gut gemacht worden ist, also wenn der Hersteller es vielleicht zu feinfühlig eingestellt hat oder was auch immer, dann ist es manchmal doof, weil dann spricht das an, obwohl es gar nicht soll. Gerade so Schlangenbohrer, kennt man selber. Ja, das eiert so ein bisschen beim Bohren und dann, wenn so ein Sensor da anspricht, kriegst du so einen Hals. Wenn es gut gemacht ist, und das ist hier gut gemacht, hast du keine Probleme damit. Ja. Kannst du aber nicht abschalten, zu deiner Frage zu kommen. Ja, ist auch eine Frage, ob man das überhaupt abschalten sollte oder nicht. Ja, man muss ja wirklich sagen, es kann durchaus lästig sein, sowas, aber es nicht abschalten zu können, heißt auch, dass du es nicht fehlbedienen kannst. Ja, ganz klar. Und dann ist die Frage, wie lange kann man es abschalten und so weiter. Ich würde erstmal sagen, ist okay. Ja? Ihr schreibt gerne mal eure Erfahrung, wenn ihr irgendwann das Gerät habt. Nicht alte Erfahrung, dieses Gerät. Es geht darum, ob ihr sagt, Mensch, cool, funktioniert für euch. Ich habe hier hinten gesehen, da gibt es noch ein paar Schalter. Ein paar Knöpflein, ja. Genau, wozu sind die da? Also die Knöpfe sind einerseits für Linkslauf da. Viele werden jetzt sagen, Bohrhammer, Linkslauf. Was soll ich mit dem Linkslauf machen? Gerade wenn ich wieder verhakt bin. Ich hatte früher, ich bin schon länger im Geschäft, wirklich, dass ich mit dem Winkelschleifer dann den Bohrer abgeschnitten habe oder rausgemeißelt habe oder was auch immer. Das heißt, das ein Linkslauf ist eigentlich nur die Funktion, den Bohrer wieder aus dem Bohrloch rauszuholen. Und die andere Funktion ist eine Elektronik, das heißt, kennt jeder dieses Drehrad an den Akkubohrschraubern oder an Bohrmaschinen, um Drehzahl zu regeln. Da ist es relativ einfach, da drücke ich einen Knopf und dann habe ich sogar 70% weniger Schlagenergie und Schlagzahl. Somit, wenn ich Materialien bohre, die vielleicht ein bisschen schnell kaputt gehen, nicht Beton, sondern Mauerwerk, dann kann ich hier Drehzahl und Schlagzahl reduzieren. Okay. Das ist aber bei dem hier anders. Der für Linkslauf hat er hier einen Schalter? Genau, weil hier haben wir den Unterschied, dass hier ein brushless, ein bürstenloser Motor drin ist, also machst du die Umschaltung elektronisch. Hier haben wir einen bürstenbehafteten Motor drin, somit machen wir es mechanisch, die Kohlenbrücke, die du umschaltest. Genau. Und somit haben wir hier eine Mechanik und hier eine Elektronik. Was man noch sieht, ist, wir haben hier eine gewisse Entkopplung. Einmal hier über das Gelenk wahrscheinlich und einmal hier oben. Ja. Wahrscheinlich kann man das hier auch drücken, genau. Ja.
ja, man merkt sogar, dass das wirklich hier so einen gewissen Drehpunkt hat. Ja, das bewegt sich so in diese Richtung. Hintergrund ist ganz einfach, Vibrationen zu minimieren. Ein Bohrhammer muss vibrieren, sonst würde er nicht bohren. Ja, ohne Frage. Aber du versuchst halt den Endanwender zu schützen, gerade speziell für diejenigen, die eben nicht ein Loch am Tag bohren, sondern eben hunderte Löcher. Gibt es Vorschriften vom Gesetzgeber und deshalb. Und zu Recht auch. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, wir haben jetzt die ganze Zeit jetzt hier diesen Akku eingesetzt. Erst einmal scheint er ja optisch ganz gut zu passen auch, weil ihr habt hier einen guten Grund, ja, wie er so da steht. Ja. Wir haben jetzt hier drin den 8 Ampere-Stunden. Eine wichtige Frage ist natürlich, was ist der richtige Akku? Wir haben hier einen Brushless-Motor und er wird wahrscheinlich auch gut Energie ziehen, wenn er es darf. Ja? Das heißt, welchen Akku setzen wir hier ein? Deswegen haben wir hier hinten mal ein paar ausgewählt. Wir gehen einfach mal auch nach hinten und sagen, was ist denn der richtige? Und wir gehen vielleicht einfach mal so durch. Ja? Wären das hier die richtigen Akkus dafür? Nicht unbedingt, nein. Also wenn du mich fragen würdest, welchen soll ich nehmen, würde ich sagen, nee, lass mal da die Finger davon. Grundsätzlich benutzen kann ich sie. Ich kann damit auch bohren, werde aber schneller an die Grenze stoßen. Genau. Ja? Dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Wir haben jetzt hier einen einreihigen HD-Akku. Ja? Zum Thema einreich und zweireich haben wir auch was da, damit ihr auch seht, was bedeutet das denn. Ja? Wir haben hier einmal den hier quasi als, Moment, machen wir es mal so, wir haben den hier quasi als einreihigen Akku. Ja, so sieht der innen drin aus. Was sagst du zu dem? Also mal vorneweg, umso weniger Zellen, umso weniger Energie. Das heißt, da sind 5 Zellen drin, diese eine Reihe heißt nicht an Spannung, an Volt oder auch die Amperestunden, wir haben hier 4 Amperestunden drin, das ist eine Menge. Es geht aber darum, wie viel Watt kommt da im Endeffekt raus. Und umso mehr Zellen du da drin hast, umso mehr Watt kannst du generieren. Leuchtet, glaube ich, jedem ein, umso mehr Zellen, umso mehr Power. Also der wäre an sich für einen leistungsfähigen Akkubohrschrauber an sich super, zu sagen, okay, leicht handlich, aber ich habe hier einen Bohrhammer, der wiegt 4,4 Kilo ohne Akku. Ob jetzt da das halbe Gewicht so eine große Rolle spielt, lassen wir dahingestellt. Und ich habe eben hier an sich nicht die Energie, die vielleicht der Bohrhammer braucht. Wie du vorher gesagt hast, mal ein Loch bohren, kein Thema, kann ich machen. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, du professionell und ich baue gerade und ich will wirklich auch richtig damit umgehen, dann würde ich auf einen Zweireiher gehen. Genau. Das heißt also, er kann hier deutlich schneller Energie raus, also nee, schneller ist nicht falscher Begriff. Er kann auf mehr Zellen zugreifen, ja. Und das, was dem hier passieren würde, würde halt relativ schnell warm werden. Genau. Ja. Und würde da schnell an die Thermogrenze stoßen. Das haben wir hier halt nicht. Das heißt also, der minimale, um die volle Leistung zu haben, wird wahrscheinlich ein HD-Akku sein mit 5,5 Amperestunden. Wahrscheinlich genau der hier. Oder? Genau. Also ja? Ich sage eigentlich bei dem Bohrhammer, nimm HD zweireihig. Welche ist mir an sich nicht so wichtig. Du hast hier eine Anwendung, die nicht so lange geht. Du bohrst ein Loch, keine Ahnung, wie lange geht das, 20, 50 Sekunden, länger nicht wie beim Winkelschleifer. Somit sei an sich wurscht, welchen. Wenn du viel Löcher bohren musst, gehen auf einen 10 Ampere-Stunden Akkupack, klar. Aber sonst, da jetzt noch zu differenzieren, lasse ich beim Bohrhammer mal so ein bisschen außen vor, weil du nicht so permanent arbeitest. Ja. Für diejenigen, die wirklich permanent Hochlast fahren, jetzt mal bewusst hier auch hin, für die wäre dann ein HDX-Akku das Richtige. Genau, das sind ja die neuen Tabless-Zellen. Ja. Das heißt, wenn ich jemand bin, der wirklich also große Löcher in Serie bohre, wo wirklich das Gerät, der Schrauber, wollte ich schon sagen, der Bohrhammer, die ganze Zeit wirklich massiv an der Grenze, also nicht an seiner Grenze, sondern den Akku wirklich auslutscht, ja, sagen wir es mal so, dann wäre es sinnvoll, hier den zu nehmen, weil er natürlich deutlich langsamer warm werden würde. Ja, und dementsprechend lange über konstante Energie bereitstellen kann. Ganz genau. Es geht ja um das ganze System. Genau. Das vergessen ja manche. Manche reden immer nur über die Maschine, über den Motor, die anderen reden dann nur über den Akku. Der eine kann nicht unter den anderen. Und somit ist es hier wichtig, ich kann hier konstant, permanent arbeiten mit sehr hoher Leistungsabgabe vom Akkupack und kriege keine thermischen Probleme. Habe dadurch natürlich höhere Lebensdauer vom Akkupack. Er wird nicht so warm. Habe nachher beim Laden weniger Probleme, weil er ist nicht so warm. Also es kommen viele Faktoren hier rein und deshalb ist das dann... So. Du sprichst übrigens was an, was viele gar nicht so im Fokus haben, ist,
Tablets-Akkus, also diese HDX-Akkus, werden ja erstmal per se nicht so warm. Wenn du einen anderen Akku hast und den laden möchtest, dann muss er erstmal auf eine gewisse Art und Weise runtergekühlt werden und dann kann er erst wirklich geladen werden. Deswegen ist es häufig so, dass man HDX-Akkus auch schneller laden kann, aber eben nicht, weil das irgendwie diese Technik so super toll ist, sondern einfach, weil es einfach, das ist Physik, ja, das ist ganz logisch und das vergisst man häufig. Was aber nochmal wichtig ist, wir haben hier einen HDX-Akku mit 4 Ampere. Den würdest du nicht empfehlen? Der wäre jetzt schon mal besser wie der normale. Ja, wir kommen hier sogar auf knappe 1000 Watt Abgabeleistung. Bei dem hier liegen wir bei ca. 600, das sind 400 Watt Unterschied. Wir werden leistungstechnisch Unterschiede merken. Ich würde den jetzt nicht unbedingt empfehlen für denjenigen, der jetzt viel arbeiten muss. Jetzt leistungstechnisch wäre der schon mal okay. Und ist auch diese 500 Gramm leichter wie der große. Aber wie gesagt, für mich steht bei der Klasse an Maschine ein Zweireiher im Vordergrund und der, wie du vorher selber gesagt hast, der jetzt wirklich, keine Ahnung, 16er Schwerlastanker, keine Ahnung, 300 Blöcher dafür bauen muss, dann der. Ja. Genau. Das heißt aber, für die meisten Anwendungen reicht der hier aus, weil die Frage kommt natürlich immer wieder, muss es jetzt immer HDX sein? Nein. In dem Fall nein, das funktioniert damit genauso. Genau. Okay, schauen wir nach vorne. Und für diejenigen, die übrigens sagen, naja, und Kabel, Akku und so weiter, es gibt auch Ladegeräte, wo du 2 Akkus halt laden kannst. Ja? Im Zweifel nimmst du halt 4 Akkus mit. Parallel. Und parallel, ja. Genau, das ist mal ganz wichtig, parallel laden kannst. Das heißt, du hast 2 sofort geladen, kannst die nächsten 2 wieder mitnehmen. Wenn du jetzt einen längeren Weg bis zur Steckdose hast irgendwo, kann das von Vorteil sein. Was wir vorhin auch gesehen haben, ja, das ist ja nochmal wichtig, ist auch der Systemgedanke. Ihr könnt natürlich auch mit dem hier absaugen. Das heißt also auch, wenn ihr bohrt, absaugen. Hier für kleinere Löcher, das Ganze relativ, also wirklich schmal und kompakt. Wer nicht weiß, wie es funktioniert, ist ganz simpel. Wir haben hier, wie nennt man das, Membran oder so ein Moosgummi, ja? So ein Moosgummi, genau. Das setzt du einfach hier an und über den Unterdruck des Saugers heftet er sich an, bleibt auch an der Stelle stehen. Du brauchst keine 2 Hände, um alles festzuhalten. Ja? Und dann wird das wirklich sehr gut abgesaugt. Das unterschätzt man, wie gut das absaugt. Ja. Gerade auch wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du bist Hausmeister, du willst ab und zu bei deinen Mietern irgendwo was anbohren. Ja? Ist das auch echt... Wer will das dann runterrieseln haben, ja? Sondern der Kunde möchte ja, dass es dann wirklich sauber bleibt und auch, dass der ganze Bohrstaub, das Ganze, was so in der Luft auch hängt, das hast du hier eigentlich fast gar nicht mehr. Ich finde es halt genial, weil es so universell ist. Klar. Ja, wir reden über Metabo, klar, aber der Absaugung ist es egal, ob nachher die Maschine grün, blau oder gelb ist. So, daher das Universelle und du hast eben auch von den Durchmessern her, kannst du eben bis maximal 14 mm bei der kleinen hocharbeiten. Deshalb mag ich das. Du kannst ja die einen Absaugbohrer dir kaufen. Das ist dann der High-End-Thema. Und sehr teuer. Und sehr teuer, genau. Und nur ein Durchmesser. Aber das ist so eine universelle Geschichte, wo ich sehr gern mag. Ja. Genau. Kostet auch nur ein paar Euro. Verlinken wir dir übrigens mit allen Maschinen auch unten in der Videobeschreibung. Wenn es jetzt ein bisschen größer sein soll, können wir natürlich das hier nehmen. Genau. Selbes Wirkprinzip. Hier sieht man das übrigens schon ganz gut. Nämlich auch das hier wird angesaugt, hält auch an der Wand oder wo auch immer fest. Und hier sieht man auch sehr schön, hier drin wird das Ganze gefangen. Deswegen sehen wir hier auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Staub hier. Schaut mal hier. Das wird genau hier drin gefangen, abgesaugt, hier unten und dann war es das. Genau. Ja. Ja. Und da könnt ihr auch im Zweifel auch mal wirklich groben Dreck mitmachen. Und auch wenn der Bohrer kleiner ist als hier der Durchmesser, das funktioniert trotzdem. Da ist so ein Unterdruck da drin, da kommt nichts raus. Genau. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Hier einfach Sauger hinten dran stecken und feuerfrei. Ja. Ja. Und auch das hier, das kostet im Verhältnis nur ein paar Euro. Ja. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal gönnen und auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es mega, ich benutze das auch privat, ist eine tolle Sache. Auf eine Sache sollten wir auf jeden Fall noch eingehen und zwar das hier. Warum brauchen wir doch gar nicht, oder? Das liegt immer dabei, kann weg, wozu? Wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, nee, aber ganz wichtig, warum liegt das dabei? Und nochmal als Aufruf an euch, ja, das will ich zu benutzen. Ja. Bitte, verwendet dieses spezielle Fett. Hintergrund ist ganz einfach, du hast Reibung und der Bohrhammer tut sich erstmal wesentlich leichter. Er muss nicht gegen den Widerstand vom Bohrer arbeiten. Ja. Die Lebensdauer ist wesentlich höher. Nicht nur von der Maschine, auch vom Bohrer. Also es sind sehr viele Faktoren für, ich will jetzt nicht sagen Centartikel, aber ja, es kostet nicht viel und hilft euch für einen Bohrhammer, dass er wirklich für viele dann ein Leben lang dann auch hält. Viele machen es einfach nicht, weil sie oft auch gar nicht kennen. Aber für mich gehört es
immer mit so einem Bohrhammer. Bei mir, in jedem Bohrhammer liegt so ein Ding mit dabei und denkt dran, nicht so viel wie möglich da rein. Es muss ein kleiner Schmierfilm da drauf. Ja, die Tube reicht, glaube ich, einem Profi, der tagtäglich arbeitet, bestimmt mehr als ein Jahr. Also mit Maßen, aber halt machen. Ja, und wenn irgendwann da vorne die Metallspäne rausrieseln, dann hast du auf jeden Fall was falsch gemacht. Habe ich alles schon gesehen. Und das ist dann halt so. Ja. Wo wir jetzt gerade beim Thema rausrieseln sind, so eine Geräte werden auch werden natürlich auch dreckig, das ist normal. Ja. Und da wollen wir euch noch eine Kleinigkeit mitgeben. Und zwar, also wir beide waren überrascht über genau dieses Gerät. Das hat erstmal mit dem Bohrhammer gar nichts zu tun. Ja. Und als das rauskam, ging es dir, glaube ich, genauso wie mir. Wozu Teufel brauche ich das? Was soll denn das? Aber uns beiden ging es auch gleich. Man benutzt und gesagt, oh, interessant, ja. Wir haben eine ganz kleine Blaspistole und damit kannst du dein Gerät sauber machen. Du kannst dein Bohrfeld sauber machen, also wirklich abblasen. Ja, da wird es natürlich dreckig, aber je nachdem, wo du halt bist, ist egal. Ja. Du kannst auch mal ein Bohrloch so im Rahmen ausblasen. Das ist nicht richtig gut, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ein echt tolles Gerät. Du hast ein entsprechendes Zubehör mit dabei. Wir wollten euch das unbedingt nochmal mitgeben, weil es ist eine Sache, die wir auch unterstützt haben. Auch ihr liebt dieses Gerät. Für mich gehört es in jede Werkzeugkiste. Also jeder, der ein bisschen mehr macht, außer mal ein Brett absägen, braucht das Ding. Ja, auf jeden Fall. Also man weiß erst, dass man es braucht, wenn man es einmal benutzt hat. Ja. Und ich muss ganz klar sagen, in meiner Werkstatt ist das immer griffbereit. Irgendwo habe ich was gemacht, zack, 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 schnell mal sauber machen, hier und da. Ja. Mega, also wirklich mega, mega gut. Will ich euch nochmal ans Herz legen. Verlinken wir auch unten in der Videobeschreibung. Für heute soll es das sein. Ihr schreibt in die Kommentare, was wollt ihr nochmal sehen mit dem Gerät. Also vielleicht auch mit dem Kabelgerät, mit dem Gerät. Soll ich vielleicht mal 2 Tage lang einfach nur Fliesen irgendwo abstemmen? Bitte sagt das nicht. Und dann gehen wir auch nochmal in die Detailtests. Schön, dass du da warst und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.